Dieses Jahr hat sie Jubiläum. Grund genug, bei der heurigen Jugendgala nachzufragen, wie alles vor 25 Jahren begann und wie die älteren Semester als Junge so sportelten. Den rund 500 Zuschauern im Multiversum wurde zum Jubiläum ein Abend mit einer tollen Show geboten. Im Mittelpunkt stand dabei eine Leistungsschau der vielfältigen Nachwuchsarbeit in Schwechat. Wir sind stolz, 25 Jahre Jugendgala in Schwechat, entstanden im Dezember 1994 seinerzeit aus der internationalen Hallen-Turnierthematik rund um die Leichtathletik, rund ums Kunstturnen. War die erste Jugendgala, und es ist schön, dass diese Tradition so lange gepflegt wird. Ich finde es sehr, sehr wichtig für die Vereine die Möglichkeit, sich dementsprechend zu präsentieren, ihr Tun vorzuzeigen, und ich denke, so eine Gala ist ein wunderschöner Rahmen dafür. Wie haben sich die Sportarten seit damals verändert? Ja, es sind natürlich viele Sportarten dazugekommen. Am Anfang gab es nur wenig Auswahl. Die SVS war dann natürlich der Stadtsportverein, aus dem alles entstanden ist, aber mittlerweile gibt es noch ganz, ganz viele andere Vereine auch. Diverse Gesundheitsvereine, aber auch andere Sportarten, die es früher noch nicht gegeben hat, wie zum Beispiel Baseball, aber auch Traditionssportarten wie Radball sind nach wie vor immer noch dabei. Also wir haben einen bunten Mix heute dabei, und das sieht man jedes Mal bei der Jugendgala. Welche Rolle spielt die Jugend eigentlich innerhalb der Vereine? Naja, ich will jetzt nicht von allen Vereinen reden, ich kann es jetzt speziell vom Fußball sagen. Wir haben einen sehr guten Nachwuchs. Wir beginnen mit dem Fußball-Kindergarten, das heißt bei 4-Jährigen bis zur U18. Und insgesamt habe ich derzeit im Nachwuchs 286 aktive Sportler und dazu natürlich eine Reihe von Trainern, die wir für alle Bereiche brauchen. Aber die Jugend steht bei uns im Vordergrund, und die Jugend ist auch unsere Zukunft, auf der wir aufbauen können. Die Vereine sind ein Faktor in Schwechat, der ebenfalls unheimlich wichtig ist, weil in diesen Vereinen die Jugendlichen mehr oder weniger ihren Sport ausüben können. In den verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Fußball, Leichtathletik, Volleyball, egal was auch immer. Die Jugendlichen haben in Schwechat die Möglichkeit, einen Sport auszuüben. Jugendliche sollen sich bewegen. Wir sehen es ja dann an den Älterwerdenden, dass das vielleicht nicht mehr so hinhaut, wenn man immer in der Bewegung bleibt. Das ist das eine. Das andere, da wachsen auch teilweise Leistungssportler heran, Leute, die ganz tolle Leistungen vollbringen in diversen Wettkämpfen, ist auch ein Teil davon. Und es wächst dann auch ein bisschen sowas wie Zusammengehörigkeit, und natürlich auch aus den jetzigen Jugendsportlern, Sportlerinnen werden vielleicht einmal die Betreuer. Zu den erwähnten Leistungssportlern zählen natürlich auch die Schwimmer. Sie taten sich naturgemäß etwas schwer, sich in der Halle zu präsentieren. Ja, es ist ein kleines Problem. Wo kein Wasser ist, können wir auch nicht schwimmen. Aber einer unserer drei Besten sind jetzt schon unterwegs zur Weltmeisterschaft nach China. Und wir freuen uns schon über diesen Wettbewerb, beziehungsweise auch über die Ergebnisse, was sie dort erzielen könnten. Sie sind gut vorbereitet, waren jetzt 2 Wochen auf Vorbereitung in der Slowakei mit dem OSV. Und sie sind jetzt, glaube ich, gut abtrainiert und auch bereit für die Weltmeisterschaft. 25 Jahre Jugendgala sind natürlich auch ein Anlass, über die eigene sportliche Laufbahn zu resümieren. Als Sie noch Kind oder Jugendlicher waren, haben Sie da einen anderen Sport betrieben als heute? Was hat sich da verändert? Na, sehr verändert hat sich nicht. Wir haben schon als Jugendliche sehr gerne den Eislaufplatz genutzt in Schwechat und die anderen Sporteinrichtungen. Ich war nie in einem Sportverein selber, aber wir waren eigentlich immer unterwegs mit allen Sportarten, die vom Fußballspielen, Tischtennis, Eislaufen, Schwimmen, alles, was Schwechat so zu bieten hat, und das war sensationell natürlich, das Angebot. Das stärkt einen schon, weil ich persönlich bin eher eine Alltagssportlerin. Ich fahre gerne mit dem Rad und gehe gern zu Fuß, aber wenn man das sieht, was die Kinder leisten können, ist das schon sehr beeindruckend. Ja, ein klein wenig spielt der Neid mit, weil die Beweglichkeit ist für uns längst passé, aber ja, man kann sich natürlich ein gutes Beispiel nehmen, und was man da erlebt, ist die unglaubliche Freude an der Bewegung. Und in meinem Alter ist es schon eher so, dass ich mich zuerst plagen muss, und irgendwann kommt dann dieses Glücksgefühl. Ich glaube, die Kinder haben das einfach in dem Moment, wo sie sich in ihr Turngewand bewegen, und das ist einfach sehr motivierend und schön anzuschauen. Der Abend war dem Jubiläum würdig, und am Ende waren sich alle Ehrengäste einig: Schwechat ist und bleibt eine Sportstadt.
Der Sport war immer wichtig in Schwechat. Schwechat ist Sportstadt, darauf bin ich wirklich sehr stolz. Man sieht aber auch, dass sämtliche Vereine, egal jetzt in welche Richtung es geht, sei es Tischtennis, sei es Schwimmen, sei es Fußball, überall ein stetiger Zuwachs ist. Das ist sehr, sehr erfreulich. Gibt der Stadt recht, gibt aber auch den Vereinen in ihrer Arbeit recht, mit den Trainern, mit der Infrastruktur, die die Stadtgemeinde zur Verfügung stellt. Also das ist ein schönes und tolles Feedback.